Hallo! Heute will ich dir ein paar Tipps geben, wie du deine Haltezeit im Handstand erhöhen kannst. Denn du wirst festgestellt haben, dass man irgendwann anfängt und auf der gleichen Haltezeit bleibt und nicht wirklich Fortschritte macht. So ging es mir eine lange Zeit. Damit du nicht so lange warten musst, zeige ich dir nun meine Tipps, um deine Haltezeit effektiver voranzubringen. Persönliche Bestzeit feststellen. Das ist der erste Schritt, um deine Haltezeit zu verbessern, indem du weißt, wie lange du überhaupt frei stehen kannst. Nimm deinen Timer zur Hand und versuche so lange im Handstand zu stehen, wie du kannst. Ich kann dir da nur den Gym Boss an die Hand legen, da er einmal als Stopper und als Intervalltimer genutzt werden kann. Zudem ist er noch klein, praktisch und man kann ihn für viele Sachen im Training benutzen. In der Beschreibung findest du einen Link vom Gym Boss, falls du noch keinen haben solltest. Nun solltest du deinen Ausgangspunkt haben. Nun zu den Übungen. Freier Handstand mit der 80%-Regel. Die 80%-Regel ist einfach zusammengefasst nur, dass du nicht an deine Leistungsgrenze gehst, sondern aufhörst, wenn du noch frisch bist. Somit kannst du Technikeinbüßungen vermeiden und sauber trainieren und schaffst somit eine konstante Haltezeit, die am Ende meist länger ist, als wenn du an dein Maximum gegangen wärst. Nun, da du weißt, wie lange du deinen Handstand maximal halten kannst, nutzt du jetzt die 80%-Regel und versuchst nun 5 Sätze mit 80% deiner maximalen Haltezeit zu stehen. Nehmen wir mal an, du schaffst maximal 30 Sekunden im Handstand zu stehen. Versuchst du nun 5 Sätze mit jeweils 24 Sekunden zu stehen. Am Ende wäre das dann eine Haltezeit von insgesamt 2 Minuten. Zwischen den Sätzen empfehle ich dir maximal 2 Minuten Pause zu machen. Wenn du merkst, dass du beim 3. bis 5. Satz deinen Handstand keine 24 Sekunden halten kannst, gehst du aus dem Handstand, wenn du noch maximal 5 Sekunden schaffen würdest und machst dafür dann mehr Sätze, bis du auf deine 2 Minuten kommst. In der Beschreibung findest du nochmal einen Link zum Thema 80%-Regel von Sebastian Müller. Sehr lesenswerter Artikel, kann ich nur empfehlen. Wandhandstand mit der 120%-Regel. In der vorherigen Übung hast du ja nach der 80%-Regel trainiert, damit du auf eine annehmbare freie Haltezeit technisch sauber kommen kannst, über mehrere Sätze. Und diese Übung ist dafür da, dass dein Körper eine längere Zeit im Handstand verbringen kann und du neue Reize setzen kannst. In dieser Übung wirst du versuchen, über deine Grenze hinauszukommen, da du mit Hilfe der Wand technisch sauber bleiben kannst, da sie dir den Part mit der Balance abnimmt. Nun läufst du die Wand nach oben und gehst so nah mit deinen Händen an die Wand, wie du kannst, ohne umzufallen. Dort angekommen drückst du deine Ellenbogen durch, drückst dich selber aus den Schultern, machst deinen Bauch, Gesäß, Beine und Füße fest. Wenn du die ganzen Punkte beachtet hast, atmest du erstmal ein. Denn das wird dann meistens vergessen bzw. übersehen, da man ja auf so viele andere Sachen achten muss. Da die Ausgangszeit bei 30 Sekunden war im Beispiel, stehst du nun für 36 Sekunden. Das machst du auch wieder für 5 Sätze. Wenn du 40 oder 50 Sekunden mit der Wand schaffen solltest, nimm sie mit. Denn hier geht es darum, dass dein Körper länger im Handstand verbringen kann, als du es frei schaffen würdest. Ich empfehle dir, diese 2 Übungen mindestens alle 2 Tage oder am besten jeden Tag zu machen, wenn es dir möglich ist. Und nach 2 Wochen kannst du deine maximale Haltezeit wieder messen und solltest dann eine neue Bestzeit haben. Mit der neuen Ausgangszeit machst du das gleiche Spiel wieder, bis du die Haltezeit erreicht hast, nach der du strebst. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und falls ja, teile es doch mit der Welt, damit auch andere davon profitieren können. Viel Spaß und Erfolg mit deinem Handstandtraining. Dein Matschin.